Der aktuell beste Routenhalter am Markt ist für mich der Trout Mount Rod Holder. Hier handelt es sich um einen Routenhalter für dein Auto bzw. für den Innenraum deines Autos. Du kannst also fertig montierte Routen im Auto transportieren. Und hier hat dieser Routenhalter für mich einfach einen riesen Vorteil gegenüber anderen Routenhaltern, wie zum Beispiel der Rod Mount für außen, die man quasi auf der Motorhaube und dem Dach fixiert. Denn du kannst die Routen, auch mehrere, so wie bei mir jetzt hier bei der Hechtfischerei mit einer Floating und Intermediate Line, einfach mehrere Routen riggen, zum Spot fahren, die Lieblingsroute rausgreifen und die anderen Routen lässt du einfach im Auto liegen. Dort kann sie dir keiner wegnehmen, sie können nicht geklaut werden und sind aber immer bereit, wenn du fischen gehst. Cool ist aber auch, dass du eben nicht nur Einhandrouten mit 9 Fuß transportieren kannst, sondern du kannst auch fertig geriggte Nymphenrouten oder sogar Zweihandrouten transportieren. Das Ganze funktioniert dann über einen sogenannten E-Clip. Der E-Clip ist quasi einfach nur ein kleines Gummiteil mit 2 Schlitzen, sodass du zum Beispiel bei der Nymphenroute, die fertig aufgebaut ist, einfach die Spitze abziehst, die beiden Teile nebeneinander legst, 1 oder 2 E-Clips rüber und dann legst du die Route einfach so komplett ins Auto. Das Ganze mit Zweihandrouten natürlich auch, da würde ich dann 2 Teile abziehen, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Du kannst fertig aufgebaute Routen im Auto transportieren. Ja, der Trout Mount Rod Holder wird quasi über Vakuum-Saugnäpfe im Auto montiert. Das heißt, man muss zum Beispiel auch nichts kaputt machen, nichts schrauben. Vorne in der Windschutzscheibe ist einer dieser Saugnäpfe mit einer Halterung für deine Routenspitzen. Dort haben wir 6 große, runde Aussparungen, die es ermöglichen, die Route ganz einfach von hinten zu beladen. Und diese Aussparung bzw. diese Halterung besteht aus einem Gummimaterial. Und das sorgt dafür, dass du weder auf Kopfsteinen noch auf irgendwelchen Sandpisten irgendein Klappergeräusch im Auto hast und die Routen wirklich abgelegt sind, auch ohne zu zerkratzen. Im hinteren Teil des Kofferraums gibt es 2 weitere Saugnäpfe links und rechts und in der Mitte ist eine stufenlose Stange. Das heißt, egal wie breit dein Auto ist, der Trout Mount Rod Holder passt rein, dadurch, dass du eben die Breite der Stange stufenlos variieren kannst. Auf dieser Stange haben wir wieder 6 weitere Halterungen für deinen Routengriff oder eben den Fighting Butt, je nachdem, wie man die Route transportieren will. Und auch diese Halterungen bestehen aus einem harten Gummi, sodass eben nichts an der Route kaputt gehen kann, aber großer Vorteil auch, dass nichts klappern kann. Wenn wir die Routen erstmal abgelegt haben, vorne in die Halterung und hinten, dann halten diese Routen wirklich bombenfest, egal wie rasant man quasi um die Kurve fährt oder wie holprig der Weg ist. Es klappert einfach nichts, die Routen sind immer sicher, bis du wieder zum Fischen gehst. Wer hinten im Kofferraum zum Beispiel keine Scheibe hat, um diese Vakuum-Saugnäpfe zu verwenden, für den gibt es noch kleine Features hier in den Trout Mount Rod Holdern und zwar sogenannte Snake Routenhalter. Diese Snake-Halterung kannst du um diese Einstiegshilfen im Türbereich einfach rumwickeln und dort die Stange festschrauben. Also du brauchst nicht mal eine Glasscheibe im hinteren Teil deines Wagens und kannst diesen Routenhalter benutzen. Das könnt ihr auch sehr gut sehen auf den diversen Detailbildern, die wir für euch im Shop gemacht haben. Also der Trout Mount Rod Holder, wirklich mein Favorit, ist jetzt seit einem halben Jahr bei mir im Auto. Die Saugnäpfe halten immer noch bombenfest, trotz Temperaturunterschied jetzt. Das heißt, immer im Auto montiert, er stört nicht. Du kannst ihn wirklich nach oben unter das Dach legen, den Kofferraum sogar noch beladen. Also wirklich eine richtig runde Sache hier von Trout Mount. Also der Trout Mount Rod Holder, wirklich die beste Version, die ich je hatte als Routenhalter. Gibt es in 2 verschiedenen Versionen, einmal die Standardversion und einmal die Pro-Version. Sie unterscheiden sich nicht großartig, beide können 6 Routen halten, aber die Pro-Version verfügt im hinteren Teil über einen Doppelsaugnapf auf beiden Seiten. Das heißt, gerade wenn du mit Zweihandrouten häufig unterwegs bist, greif einfach zur Pro-Version. Dort hast du noch mehr Halt, noch mehr Stabilität. Ansonsten reicht auch die Standardversion. Checkt ihn unbedingt mal aus, das Ding ist einfach genial. Viel Spaß damit, Tightlines.